Das war aber richtig bayerisch, hä? Eieiei. Warum ich so schnell bin? Gute Frage. Muss ich auch, glaube ich, erstmal zurückdenken. Pfirsich, ja. Witzig. Die Frage ist, ja. Süß. Das ist nicht so einfach. Servus FC Bayern Fans. Ich stelle mich heute den Fragen der Kids Club Kids. Viel Spaß. Okay, fangen wir an. Servus Leroy, hat da der Müller eigentlich schon Schafkopfer oder Watten gelernt? Nee, der Thomas kam bisher noch nicht und hat mir es beigebracht. Aber da wir natürlich noch sehr viel Zeit zusammen verbringen werden, denke ich, dass er noch auf mich darauf zukommen wird und sagen wird, komm, ich bringe dir das bei. Und dann, ich bin mal gespannt. Lieber Leroy, wie lange spielst du schon Fußball? Hallo Moritz, ich spiele Fußball, seitdem ich 3 bin. Ja, mit 3 Jahren habe ich angefangen, Fußball zu spielen und ja, jetzt bin ich 24 und quasi schon fast mein ganzes Leben lang. Hey Leroy, wer war in deiner Jugend dein Fußballidol? Ciao! Hi Ben, ich hatte 2 Idole. Das war einmal Lionel Messi und Ronaldinho. Hallo, ich bin der Damien, bin 10 Jahre alt und spiele in meiner Freizeit gerne Fußball. Wie man sieht, bin ich auch ein großer Bayern-Fan. Meine Frage an Leroy Sané ist: Wem hast du deine tolle Karriere, die du jetzt erreicht hast, in deiner Jugend zu verdanken, außer deinen Angehörigen? Tschüss! Ich hatte einige Trainer, die mich durch meiner Jugendkarriere sehr geholfen haben und mich unterstützt haben. Da sind einige Namen. Ich glaube, ja, ein großer davon war auch der Norbert Elgert in der U19 von Schalke 04. Aber ich denke auch bei Bayer Leverkusen, wo ich in der Jugend gespielt habe für 3 Jahre, hatte ich 2, 3 wichtige Personen da. Dirk Diekmann und Thomas Hölzgen, die mir viele Sachen gelehrt haben, viele Sachen im privaten Leben auf den Weg mitgebracht haben und auch an mich geglaubt haben. Servus Leroy, ich bin der Elias aus Hünfeld und ich wollte wissen, warum hast du dich für den FC Bayern entschieden und was hast du für Ziele mit dem FC Bayern? Hi Elias, warum ich mich für den FC Bayern entschieden habe, ist das Konzept, wie die auf mich zugekommen sind, die Leute, die hier sind, die Spieler, die hier sind, wie der Verein aufgebaut ist, die Philosophie von dem Verein. Ich denke, das ganze Paket hat mir halt so gut gefallen und natürlich ist auch einer der größten Clubs auf der Welt und hat schon sehr, sehr viel erreicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, passt das am besten für mich und deswegen habe ich mich für den FC Bayern entschieden. Und was ich für Ziele habe mit dem FC Bayern, ist ganz klar, so viele Titel zu gewinnen, wie es geht. Und na klar, ganz oben dabei steht auch die Champions League. Ich würde mich sehr freuen, wenn Leroy Sané ein Teil dieser schönen FC Bayern-Decke wird. Und jetzt meine Frage. Wie hast du dich gefühlt, dass du das erste Mal auf dem Platz standest bei FC Bayern München? Viele Grüße und macht da weiter, wo ihr in der Champions League aufgehört habt. Wie habe ich mich gefühlt, Moritz? Ich habe mich sehr, sehr gefreut, vor allem mit den Jungs, mit der Mannschaft auflaufen zu dürfen und endlich mein erstes Spiel machen zu können. Ich war natürlich überglücklich, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und wollte einfach nur die Zeit auf dem Platz genießen mit den Jungs und ich denke, das haben wir dann auch alle gezeigt und ein sehr, sehr gutes erstes Spiel abgeliefert. Hallo Sunny, mein Name ist Jason. Warum bist du so schnell? Ich mag dich, tschüss. Jason, die Frage ist süß. Warum ich so schnell bin? Ich denke, das habe ich ein bisschen von der Gene mitbekommen von meinem Vater, da er eigentlich auch sehr schnell damals war. Ich denke, das ist halt einfach, hatte ich einfach ein bisschen Glück. Ich glaube, anders kann ich die Frage nicht beantworten.
Hallo Sani, ich bin Jonas aus Mülheim und ich wollte dir eine Frage stellen. Wie viele Tore hast du an einem Spiel am meisten geschossen? Tschüss. Gute Frage. Da muss ich auch, glaube ich, erstmal zurückdenken. Das war, glaube ich, schon eine Weile her. Jonas, da war ich ja noch jünger. Ich glaube, es kann gut sein, dass ich mal 4 bis 5 Tore geschossen habe in einem Spiel. Hallo Leroy Sané, ich möchte dir gerne eine Frage stellen und die wäre, gefällt dir das Aufbauspiel mehr oder das Konterspiel? Das wäre für mich echt interessant, weil du ja so schnell bist, aber auch gut im Kurzpassspiel bist. Also, mal sehen. Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich mag beides. Das Aufbauspiel sowie das Konterspiel. Ich denke, beide hat ja Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Aber ich denke, ja, beim Aufbauspiel ist natürlich ja, risikoreich, weil du natürlich den Ball hältst, versuchst gut aufzubauen, von hinten nach vorne mit dem Ball schnellstmöglich zu bekommen und ja, na klar, ohne dass du den Ball verlierst. Deswegen finde ich es eigentlich auch ja, sehr, sehr gut, weil es natürlich auch ein bisschen mehr risikoreich ist. Beim Konterspiel wartest du natürlich auch ein bisschen mehr ab und wartest natürlich darauf, dass die gegnerische Mannschaft einen Fehler macht und dass du natürlich ja, schnellstmöglich diesen Fehler ausnutzt und dir eine Torchance erarbeitest und ja, na klar, bestmöglich dann natürlich auch ein Tor zu erzielst. Ich habe wirklich nicht eine Sache, die ich mehr mag. Also ich finde beides eigentlich, oder ich mag beides gleich. Hi, hier ist der Jagdkollege. Was werden, wenn du kein Fußballer wärst? Ich hoffe, du kannst mir beantworten. Tschüss. Was ich geworden wäre, wenn ich kein Fußballer geworden wäre? Das ist eine gute Frage. Ja, mein Traum war immer schon auch von klein auf Fußballprofi zu werden. Und ich hatte da auch nicht wirklich andere Träume oder auch wirklich einen Plan B. Ja, weil es für mich halt einfach ja, das Beste ist und das Beste auch damals war. Und ich dafür einfach alles gegeben habe oder geben wollte, dass ich Fußballprofi werden wollte. Deswegen kann ich dir leider nicht ganz genau die Frage beantworten, was ich geworden wäre, wenn ich kein Fußballprofi jetzt wäre. Servus Leroy, schön, dass du bei uns bist. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Lukas, was mache ich gerne in meiner Freizeit? Jetzt, da ich natürlich zweifacher Vater bin, ist es für mich das A und O und das, was ich am liebsten mache. Die Freizeit mit meiner Familie genießen, mit meinen Kindern spielen, wie sie aufwachsen, was sie lernen und wie sie sich weiterentwickeln von Tag zu Tag. Und ich denke, das ist das Schönste, was es gibt. Und na klar, wenn es natürlich auch noch passt, dann mit Freunden Zeit verbringen, abzuhängen und den Kopf frei zu bekommen und nicht zu viel an Fußball zu denken und immer wieder ja, frisch aufladen und damit ich wieder fit bin fürs Fußball. Servus Leroy, jetzt bist du ja schon 8 Wochen in Bayern, jetzt erwarte ich aber auch von dir 5 Sätze bayerisch, gell? Das war aber richtig bayerisch, eh? Eieiei. Ah, Jakob, das ist nicht so einfach. Ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht und habe ein paar ja, rausgesucht. Das ist einmal ja, Mia Samir, ich glaube, das kennt jeder. Packen wir es auch. Servus, ich bin der Leroy. Ich hoffe, das war gut so. 40 und grüß euch. Ja, ich glaube, vielleicht kannst du mir noch ein paar Sätze beibringen oder einige Wörter noch beibringen, wie ich die besser ausspreche. Servus, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann klickt hier oder abonniert unseren Kanal.